When I began writing novels, I tried to kill the painter in me. It seemed to be dead, but around early 2000s, it resurrected from my inside. And one day, I went into a stationery, got out of the stationery with two big sacks full of colors, papers, oil. And after that, I continued to paint. Orhan Pamuk ist den meisten ja dadurch bekannt, dass er Romane geschrieben hat, die in 35 Sprachen übersetzt sind und Bestseller sind. Und er hat für diese Tätigkeit den Literaturnobelpreis bekommen. Er ist aber viel mehr als das. Er ist auch bildender Künstler, Museumsgründer, Kurator, Fotograf, Maler. Und all das, wie dieses große kreative Universum von Orhan Pamuk aussieht, das kann man hier erstmals in der Ausstellung sehen. Es gibt mehrere Teile. Das erste ist quasi das Museum der Unschuld aus Istanbul bei uns zu Gast. Und dann muss man wissen, dass das Museum der Unschuld im Wesentlichen aus Vitrinen besteht und dass jede Vitrine ein Kapitel aus dem Roman Das Museum der Unschuld zeigt. I had once this idea. One day I will write a novel which will be in the form of a annotated museum catalog. Der Roman handelt von der tragischen Liebesgeschichte von Kemal und Füsun. Und in dem Museum werden anhand von Objekten die Geschichten von Kemal und Füsun erzählt. Und die Idee des Museums ist, genauso wie die Geschichte des Romans, dass Kemal anfängt, obsessiv alles zu sammeln, was ihn an Füsun erinnert. Und so gibt es eben diesen Titel, der Trost der Dinge, dass eben die Dinge Erinnerung in uns aufsteigen lassen können, sie quasi konservieren können. Es ist also ein Museum, das nicht an den großen Dingen der Geschichte hängt, sondern an den kleinen Objekten der Menschen. Ein Museum, das ganz nah an den Menschen dran ist, an unserem alltäglichen Leben. The power of the museum to the visitor is to the reader who had the novel, and then suddenly he comes, my God, all the objects that he or she thought were fictional are now in front of the visitor. And at that moment, the reader who had read the novel and now who visits the museum after the novel will feel a sort of a dizziness. In fact, that is the power of fiction. You're constantly asking how much of it he experienced, how much of it is he invented. Orhan Pamuk ist im Mai 2023 nach München gekommen und hat sich intensiv mit der Sammlung des Lembach-Hauses auseinandergesetzt. Und ihn hat besonders Paul Klee interessiert und Alfred Kubin. Und so hat er im Dialog mit dem Schaffen dieser Künstler neue Werke geschaffen, im Sinne der Vitrinenkästen des Museums der Unschuld, in denen also Dinge in einen Dialog treten. Und so sind 3 Kästen zu Paul Klee entstanden, 2 Kästen zu Alfred Kubin, an dem ihm gerade das Abgründige des Künstlers und Autors Alfred Kubin faszinierte, sowie 2 weitere Werke zu Eduard von Grützner und Gabriel von Max aus dem 19. Jahrhundert. Das Besondere an dieser Ausstellung ist, dass wir Orhan Pamuk zum ersten Mal als bildenden Künstler der Öffentlichkeit vorstellen.
Orhan Pamuk schreibt, malt, fotografiert parallel. Jeden Tag widmet er sich gleichzeitig oder nacheinander den verschiedenen Medien. Und so erprobt er eine bestimmte Szene, ein bestimmtes Motiv in einem Medium und das fließt wieder ein in sein schriftstellerisches Schaffen. Immer wieder malt er den Blick aus seinem Fenster, fotografiert ihn auch, Tausende von Malen. Der Blick auf die fernen Berge jenseits des Bosporus. Und diesen Blick über das Meer, wo sich die Berge hintereinander staffeln, das ist so ein Sehnsuchtsmotiv und gleichzeitig aber auch sehr impressionistisch, weil dieser Blick sich je nach Wetter enorm verändert und er das abbildet. Und in diesen Landschaften sind zwei Motive nochmal aufgehoben, jenseits dieser Berge, und das ist das Schiff und eine Krähe. My nickname is Crow, and this crow, who wanted to be a painter, who ended up a writer, had always colorful pencils around him. Es gibt auch noch Skizzenbücher, Notizbücher, Zeichnungen, Fotografien zu sehen und auch einen Film von Ali Kasma, einem Videokünstler, der rund ein Jahr bei Orhan Pamuk gearbeitet hat und Orhan Pamuk bei der Arbeit begleitet hat und das Universum Orhan Pamuk in dem Film als Porträt darstellt. Orhan Pamuk wollte, dass das Museum der Unschuld, was es ja in Istanbul gibt, dass das einfach eine Tour macht und noch in anderen Orten der Welt zu sehen ist. Orhan Pamuk hat in seinem Museum der Unschuld die Alltagsrealitäten der 1950er bis 2000er Jahre wiedergespiegelt. Und es war ihm, glaube ich, ein wichtiges Anliegen, zu zeigen, dass das, was in deutschen Museen über das Osmanische Reich oder über die Geschichte der Türkei zu sehen ist, nur ein Teil dieser großen Geschichte mit heroischen Figuren ist. Und es ist eine Alltagsrealität, in der verschiedene Kulturen, Traditionen, Religionen in einem Miteinander oder auch einer Konkurrenz nebeneinander existieren. Das ist etwas, was sehr präsent ist, was sehr aktuell ist, und so ist auch die Hoffnung auf eine friedliche Zukunft, ein Miteinander unterschiedlicher Kulturen in seinem Werk omnipräsent. I wanted to be a painter, and after 50 years of writing, The Crow has an exhibition. The Crow is really grateful to you.